Stell dich doch mal bitte auf Deutsch vor. Diese Frage kommt fast in jedem Jobinterview. Und genau hier scheitern viele Menschen. Nicht, weil sie nichts zu sagen haben, sondern weil sie Angst haben, etwas falsch zu sagen. In diesem Video lernst du, wie du typische Fragen aus einem Jobinterview auf Deutsch beantwortest. Schritt für Schritt. Mit einfachen Sätzen. Ohne komplizierte Grammatik. Markus übernimmt heute die Rolle des Arbeitgebers und stellt dir echte Interviewfragen. Nach jeder Frage erkläre ich dir, wie du antworten kannst, was wirklich wichtig ist und was du weglassen darfst. Dieses Video ist für dich, wenn du Deutsch sprichst, aber im Interview blockierst. Also nochmal, stell dich doch mal bitte kurz vor Sarah. Das ist oft die erste Frage im Jobinterview und für viele auch die stressigste. In diesem Moment passiert sehr viel im Kopf. Du denkst vielleicht, jetzt muss ich alles richtig machen. Jetzt muss ich zeigen, wer ich bin. Viele Menschen haben Angst, zu wenig zu sagen und uninteressant zu wirken. Andere haben Angst, zu viel zu sagen und Fehler zu machen. Aber hier ist die wichtigste Sache, die du wissen musst. Niemand erwartet eine perfekte Geschichte. Diese Frage ist kein Test und kein Vortrag. Sie ist nur ein Einstieg in das Gespräch. Der Arbeitgeber möchte hören, wie du sprichst, ob du ruhig antworten kannst und ob man dich versteht. Mehr nicht? Eine gute Antwort ist deshalb ganz einfach und klar. Du kannst zum Beispiel sagen, ich heiße Sarah. Das ist der Anfang. Dann ein Verb wie kommen oder leben. Ich komme aus Spanien. Oder ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Danach ein Satz zu deiner Situation. Ich suche gerade Arbeit im Verkauf. Oder ich arbeite im Moment in einem Café. Oder ich habe Erfahrung im Lager. Diese Verben hörst du sehr oft. Heißen, kommen, leben, arbeiten, suchen, haben. Du brauchst keine komplizierten Zeiten und keine langen Sätze. Ein Name, ein Ort, eine Tätigkeit reichen völlig. Wenn du möchtest, kannst du auch sagen, ich mache gerade einen Deutschkurs. Oder ich möchte gern hier arbeiten. Das klingt ruhig und ehrlich. Wichtig ist nicht, wie viel du sagst, sondern wie klar du sprichst. Sprich langsam. Mach Pausen. Atme kurz. Pausen sind erlaubt und ganz normal. Sie wirken nicht unsicher, sondern menschlich. Viele Arbeitgeber finden ruhige Antworten sogar besser als schnelle, unsichere. Ein ganz praktischer Tipp: Übe genau deine Antwort zu Hause laut. Immer denselben Aufbau. Ich heiße, ich komme aus. Ich arbeite oder ich suche. Wiederhole diesen Satz mehrmals, bis er sich gut anfühlt. Dann kommt er im Interview automatisch. Und vergiss nicht, diese Frage soll dir helfen, anzukommen. Sie ist nicht gegen dich. Sie ist für dich. Und warum genau möchtest du bei uns arbeiten? Diese Frage fühlt sich oft viel größer an, als sie wirklich ist. In dem Moment, in dem sie kommt, passiert im Kopf ganz viel. Du sitzt da und denkst, jetzt brauche ich einen perfekten Grund, einen schönen Satz, etwas, das gut klingt. Viele Menschen haben hier Angst, etwas Falsches zu sagen oder nicht interessant genug zu wirken. Aber diese Frage ist kein Test und kein Rätsel. Die Person vor dir möchte einfach verstehen, warum du dich genau für diesen Job entschieden hast. Mehr nicht. Es geht nicht darum, die beste Antwort zu geben, sondern eine ehrliche. Genau das vergessen viele. Du darfst ganz einfache Gründe nennen. Du kannst sagen, ich suche eine feste Arbeit. Oder ich brauche einen sicheren Job. Oder ich habe Erfahrung in diesem Bereich. Das sind völlig normale Antworten. Du kannst auch sagen, die Arbeitszeiten passen gut für mich. Oder der Arbeitsplatz ist nah bei mir. Oder ich habe Gutes über die Firma gehört. All das sind ehrliche Gründe, die jeden Tag genannt werden. Du musst keinen Traum verkaufen.
Wenn du sagen willst, dass du lernen möchtest, kannst du sagen, ich möchte neue Dinge lernen. Oder ich möchte mich weiterentwickeln. Auch das ist gut. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst. Wenn du etwas sagst, das nicht stimmt, merkt man das oft. Deine Stimme wird unsicher, deine Sätze werden kompliziert. Wenn du aber ehrlich bist, sprichst du ruhiger. Du fühlst dich sicherer. Und das kommt an. Du kannst deine Antwort auch sehr kurz halten. 1 oder 2 Sätze reichen. Zum Beispiel, ich arbeite gern mit Menschen und dieser Job passt gut zu mir. Oder, ich habe schon in diesem Bereich gearbeitet und möchte das weitermachen. Mehr brauchst du nicht. Sprich langsam. Atme kurz ein, bevor du antwortest. Pausen sind erlaubt. Niemand erwartet, dass du sofort redest. Pausen zeigen, dass du nachdenkst. Das ist nichts Negatives. Ein kleiner Rat wie von einem guten Freund. Versuch nicht schlau zu wirken. Versuch nicht andere zu beeindrucken. Versuch einfach ehrlich zu sein. Ehrliche, einfache Gründe bleiben im Kopf. Sie wirken ruhig, klar und glaubwürdig. Und genau das zählt in einem Jobinterview viel mehr als perfekte Wörter. Und was hast du vorher gemacht? Diese Frage trifft viele Menschen genau dort, wo sie sich unsicher fühlen. In deinem Kopf kommt sofort der Gedanke, mein Lebenslauf ist nicht perfekt. Vielleicht hast du Pausen gehabt. Vielleicht hast du den Job gewechselt. Vielleicht hast du etwas ganz anderes gemacht als das, worum du dich jetzt bewirbst. Und genau das macht Angst. Aber hier ist das Wichtigste, was du wissen musst. Diese Frage ist kein Urteil über dein Leben. Es geht nicht darum, ob dein Weg gerade war oder ob alles immer nach Plan gelaufen ist. Es geht um Erfahrung. Und Erfahrung sieht bei jedem Menschen anders aus. Eine gute Antwort muss nicht lang sein. Ein Satz reicht oft völlig. Du kannst sagen, ich habe zuletzt im Supermarkt gearbeitet. Oder ich war im Lager tätig. Oder ich habe einen Sprachkurs gemacht. Auch das ist Arbeit. Auch das zählt. Wenn du gerade nicht gearbeitet hast, kannst du ehrlich sagen, ich habe eine Pause gemacht. Oder ich habe mich um meine Familie gekümmert. Oder ich habe Deutsch gelernt. Das sind keine schlechten Antworten. Sie zeigen, dass du aktiv warst, auch wenn es nicht ein klassischer Job war. Du musst keine Lücken erklären, wenn niemand danach fragt. Bleib beim Letzten, was du gemacht hast. Mehr ist nicht nötig. Wenn du mehrere Dinge gemacht hast, wähle eines aus. Du entscheidest. Ein weiterer wichtiger Punkt: Du musst dich nicht rechtfertigen. Viele Menschen denken, sie müssen sich entschuldigen für ihren Weg. Das musst du nicht. Dein Weg ist deiner. Sprich ruhig, ohne Druck. Sag deinen Satz und bleib dabei. Wenn eine Nachfrage kommt, kannst du immer noch mehr sagen. Aber zuerst reicht ein klarer, einfacher Satz. Ein ehrlicher Freund würde dir sagen, dein Weg ist okay, auch wenn er nicht gerade war. Er hat dich hierher gebracht. Und das ist genug. Was kannst du gut? Diese Frage fühlt sich für viele Menschen sehr unangenehm an. In deinem Kopf denkst du vielleicht sofort, ich will nicht arrogant klingen oder ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Viele haben gelernt, über Fehler zu sprechen, aber nicht über Stärken. Doch diese Frage ist wichtig und sie ist nichts Negatives. Hier geht es nicht ums Prahlen. Es geht darum, der anderen Person zu zeigen, wobei sie sich auf dich verlassen kann. Eine gute Antwort muss nicht groß oder besonders sein. Eine Fähigkeit reicht völlig. Du kannst sagen, ich arbeite zuverlässig oder ich bin pünktlich oder ich lerne schnell. Das sind sehr gute Stärken im Arbeitsalltag. Wenn du möchtest, kannst du einen kurzen Zusatz machen. Zum Beispiel, ich arbeite zuverlässig, weil ich meine Aufgaben immer zu Ende bringe.
Oder ich lerne schnell, besonders neue Abläufe. Ein kleines Beispiel macht deine Antwort lebendig, aber es muss nur ein Satz sein. Du musst nicht alles aufzählen, was du kannst. Wähle eine Sache, die wirklich zu dir passt. Wenn du nervös bist, sprich langsam. Das wirkt ruhig und ehrlich. Viele Menschen glauben, sie müssen hier etwas Besonderes sagen, aber das stimmt nicht. Ehrliche, einfache Stärken kommen besser an als komplizierte Wörter. Und ein wichtiger Rat, wie von einem guten Freund: Du darfst sagen, was du kannst. Das ist kein Egoismus. Das ist Klarheit. Der Arbeitgeber möchte wissen, was du mitbringst. Wenn du deine Stärke ruhig aussprichst, zeigst du Selbstvertrauen, auch mit einfachem Deutsch. Was sind deine Schwächen? Diese Frage macht fast alle nervös, besonders auf Deutsch. In deinem Kopf denkst du vielleicht sofort: Wenn ich jetzt etwas Falsches sage, bekomme ich den Job nicht. Oder ich darf keine Schwäche zeigen. Aber diese Angst ist größer als die Frage selbst. Niemand ist perfekt. Und das weiß auch der Arbeitgeber. Diese Frage soll nicht zeigen, was du schlecht kannst, sondern wie ehrlich und reflektiert du bist. Deshalb ist eine kleine, ehrliche Schwäche die beste Antwort. Du musst nichts Dramatisches sagen. Du kannst zum Beispiel sagen: Manchmal bin ich am Anfang unsicher. Oder ich brauche am Anfang etwas Zeit. Oder ich frage lieber einmal mehr nach. Das sind sehr normale Schwächen. Du kannst auch sagen: Ich bin noch nicht so schnell, aber ich lerne. Oder mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Das ist ehrlich und realistisch. Wenn du möchtest, kannst du einen zweiten Satz hinzufügen, um zu zeigen, dass du daran arbeitest. Zum Beispiel: Aber ich übe jeden Tag. Oder aber mit der Zeit wird es besser. Oder aber ich lerne schnell dazu. Das reicht völlig. Du musst dich nicht rechtfertigen und nicht entschuldigen. Sprich ruhig und bleib bei einfachen Sätzen. Viele denken, sie müssen hier clever klingen, aber das Gegenteil ist wahr. Ehrlichkeit wirkt oft stärker als Perfektion. Ein kleiner Rat wie von einem guten Freund: Versuch nicht, dich besser zu machen, als du bist. Sei einfach klar. Menschen merken, wenn jemand echt ist. Und genau das bleibt im Gedächtnis. Wann kannst du anfangen? Diese Frage setzt viele Menschen unter Druck. In deinem Kopf kommt sofort der Gedanke: Ich muss sofort Ja sagen, sonst bekomme ich den Job nicht. Aber das stimmt nicht. Diese Frage ist ganz praktisch gemeint. Der Arbeitgeber möchte planen können. Deshalb sind klare Antworten hier sehr wichtig. Du musst nicht flexibel um jeden Preis sein. Eine einfache, ehrliche Antwort reicht völlig. Du kannst sagen: Ich kann ab sofort anfangen. Oder ich kann ab nächster Woche anfangen. Oder ab dem 1. Mai. Das sind sehr gute Antworten. Wenn du noch Zeit brauchst, ist das auch in Ordnung. Du kannst sagen: Ich kann in 2 Wochen anfangen. Oder ich muss noch etwas klären. Oder ich kann ab nächsten Monat anfangen. Das ist ehrlich und professionell. Du musst dich nicht entschuldigen. Deine Zeit ist wertvoll. Sprich ruhig und klar. Zahlen und Daten müssen nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass man dich versteht. Ein kleiner Rat wie von einem guten Freund: Du darfst deine Grenzen sagen. Ehrliche Verfügbarkeit gibt Sicherheit. Für dich und für den Arbeitgeber. Wie gehst du mit Stress um? Diese Frage klingt harmlos, ist aber für viele sehr schwierig. Im Kopf entsteht sofort Druck. Du denkst: Ich darf nicht sagen, dass ich Stress habe. Aber die Wahrheit ist, jeder Mensch hat Stress. Der Arbeitgeber weiß das. Es geht hier nicht darum, perfekt zu wirken, sondern realistisch. Du kannst ganz einfache Sätze benutzen. Zum Beispiel: Ich versuche ruhig zu bleiben. Oder ich mache Schritt für Schritt. Oder
Ich frage nach, wenn ich Hilfe brauche. Das sind sehr gute Antworten. Du kannst auch sagen, am Anfang bin ich manchmal nervös, aber ich werde schnell ruhiger. Das klingt ehrlich und menschlich. Wichtig ist, dass du zeigst, dass du mit Stress umgehen kannst, auch wenn er da ist. Du musst keine komplizierten Strategien erklären. Ein Satz reicht. Ein kleiner Freundesrat. Stress zuzugeben ist keine Schwäche. Es zeigt, dass du dich selbst kennst. Warum sollen wir dich einstellen? Diese Frage macht vielen Angst, weil sie sehr direkt ist. Viele denken, ich muss mich jetzt verkaufen. Aber so musst du nicht denken. Die Frage bedeutet eigentlich, was bringst du mit? Du kannst ganz einfach antworten. Zum Beispiel, ich bin zuverlässig. Oder, ich arbeite gern. Oder, ich lerne schnell. Das reicht. Du kannst auch einen kleinen Zusatz machen. Ich bin zuverlässig und komme pünktlich. Oder, ich lerne schnell und bin motiviert. 2 kurze Eigenschaften sind perfekt. Du musst nicht besser sein als andere. Du musst nur zeigen, wer du bist. Sprich ruhig. Mach Pausen. Das ist erlaubt. Ein ehrlicher Rat. Versuch nicht besonders zu wirken. Versuch klar zu sein. Das wirkt stärker. Hast du noch Fragen an uns? Viele Menschen sagen hier schnell Nein, aus Angst, etwas Falsches zu fragen. Aber diese Frage ist eine Chance. Du kannst immer eine einfache Frage stellen. Zum Beispiel, wie sieht ein normaler Arbeitstag aus? Oder, wie groß ist das Team? Oder, gibt es eine Einarbeitung? Das sind sehr gute Fragen. Sie zeigen Interesse. Du musst nichts Kompliziertes fragen. Eine Frage reicht. Wenn dir gerade nichts einfällt, kannst du auch sagen, im Moment nicht, danke. Das ist völlig okay. Aber wenn du eine Frage hast, stell sie. Ein letzter freundlicher Rat. Ein Interview ist kein Test, sondern ein Gespräch. Du darfst fragen. Wenn du bis hierher geblieben bist, hast du gerade etwas Wichtiges gelernt. Ein Jobinterview auf Deutsch ist kein Sprachtest und kein Wettbewerb. Es ist ein Gespräch zwischen Menschen. Du musst nicht perfekt sprechen. Du musst verstanden werden. Genau das hast du heute gesehen. Jede Frage kann man mit einfachen, ehrlichen Sätzen beantworten. Ein Satz reicht oft. Pausen sind erlaubt. Nervosität ist normal. Und dein Weg, deine Erfahrung und dein Deutsch sind genug, so wie sie jetzt sind. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann nutze es aktiv. Hör dir die Fragen noch einmal an. Sprich die Beispielsätze laut nach. Pause das Video, wenn du willst, und formuliere deine eigenen Antworten. Genau so wirst du sicherer. Schreib mir gern in die Kommentare, welche Frage dir am meisten Angst macht oder welche du jetzt besser verstehst. Dein Feedback hilft mir, weitere Videos für dich zu machen. Wenn du jemanden kennst, der bald ein Jobinterview auf Deutsch hat, schick ihm dieses Video. Gemeinsam lernt es sich leichter. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn du mehr solche alltagsnahen Deutschvideos sehen möchtest. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Schritt für Schritt wird es leichter. Und denk immer daran, du musst dich nicht beweisen. Du darfst einfach du selbst sein.